willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update. Das müsste Nummer 220 schon sein. Wir nähern uns also nicht nur der nächsten Schnapszahl, sondern auch mit über 9.500 Abonnenten, den großen Ziel des Jahres, den 10.000 Abonnenten, aber anderes Thema. Heute bauen wir dort weiter, ja, im Prinzip, wo wir aufgehört haben, denn es geht heute um das Thema Taxistand unter anderem. Und ich habe diese Kiste endlich wieder gefunden. Darin nicht nur das eine Taxi, das wir in Episode 25 gebaut haben, da könnt ihr mal zurückgehen, da sieht man vom Bahnhof gut wie gar nichts und auch von der ganzen Brickworld nicht, sondern hier noch Steine für, eigentlich müssten die Steine drin sein für 2 weitere Taxen, die ich unter anderem heute zusammenbauen möchte, damit wir eben hier eine Grundlage haben für unseren Taxistand, und die baue ich jetzt gleich mal zusammen. Ansonsten denke ich, dass wir auf jeden Fall den Taxistand fertig bekommen. Beleuchtung habe ich auch vor und dann schauen wir mal, ob wir heute schon die Verbindung zwischen den beiden Stücken des Platzes bekommen. Ich bin gespannt, bleibt dabei und ich hoffe, es gefällt euch wieder. Und wie ihr sehen könnt, haben die Steine tatsächlich gereicht, beziehungsweise ich musste nur kurz was woanders noch holen. Tatsächlich haben wir jetzt 3 Taxen. Und ich denke, dass jetzt, wo ich sie einfach nur mal hingestellt habe, der Taxistand ist ja noch nicht mal ansatzweise fertig, macht da schon ein bisschen was her mit den 3 Taxen hier. Ich habe mir auch vorgestellt, dass eins eben gerade so am Wegfahren ist, das kann man dann auch noch blinken lassen und die anderen beiden stehen halt dahinter und die Fahrer sind entweder drin oder stehen daneben, unterhalten sich, irgend sowas in der Art, und es bringt jetzt schon so ein bisschen mehr Leben mit rein, jetzt wo die Taxen da einfach den Platz da, die Spur blockieren sozusagen. Mir gefällt es jetzt schon ganz gut. Ich werde auf jeden Fall natürlich am Taxistand und an dem Außenrum jetzt anfangen zu arbeiten. Aber mit den 3 Taxen ist eine Sache, die gefällt mir. Ich hoffe euch auch. Und jetzt geht's richtig los mit dem Bauen dort hinten. Heute dachte ich, mache ich es mal ein bisschen leichter und verkabel erstmal alles so, ja, in einer besseren Reichweite und nicht eher hinten, wo ich mich über den ganzen Tisch drüber beugen muss. Ihr seht das Fahrzeug, also das Taxi an sich, ist verkabelt. Ich habe es vorne und hinten beleuchtet. Das werdet ihr dann später noch sehen. Dann geht er hier unter ein Kabel raus zu einem 6-fach-Verteiler. Und dann haben wir noch da 2 von den schwarzen Straßenlaternen, einen USB-Anschluss, und der USB-Anschluss kommt dann in das Loch, das wir letztens geboren haben. Das kommt da unten durch, wird dann unten an die Stromzufuhr angeschlossen. Straßenlaternen kommen dann ungefähr da und dahin. Ganz genau muss ich mal schauen, wie ich es mache. Und das Taxi ist dann hier vorne, das dann sagen, gerade beim Wegfahren ist. Die anderen beiden Taxen sind nicht beleuchtet, die stehen, da ist das Licht aus. Fand ich passender und spart natürlich auch noch ein bisschen Licht. Aber darum geht's gar nicht. Rechtlich ist es so, dass ich es einfach realistischer finde, wenn eben nicht die Autos, die parken, auch Licht anhaben. Jedenfalls kommt jetzt erstmal das ganze Zeug dahin. Dann werde ich die Taxispur hier mal zubauen, damit das schon mal gelöst ist. Wenn ich dabei bin, kann ich auch gleich mal den Streifen da in der Mitte noch fertig machen, denke ich. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Getreu dem Motto, heute etwas rückenschonender zu arbeiten, habe ich jetzt das hier einfach mal abseits der Platte gebaut. Das ist das, was jetzt hier reinkommt zwischen den beiden weißen Streifen. Ich habe ein bisschen dafür gesorgt, dass es ein bisschen kaputter aussieht, auch ein bisschen Abflussrohre etc. baue ich jetzt rein und dann geht's weiter mit dem eigentlichen dahinter. Da werden wir auch ein bisschen schauen, wie wir das machen. Da seht ihr jetzt den aktuellen Stand, und zwar ist ein bisschen was vorangekommen. Wie ihr seht, habe ich jetzt nicht nur dieses große Element eingebaut, das ich hatte, um eben hier die Taxi-Wartespur hinzubauen, sondern ich habe auch jetzt die Kabel verlegt, versteckt auch. Das wegfahrende Taxi ist mit der Beleuchtung aktiv, auch die beiden Straßenlaternen stehen jetzt an ihrem finalen Platz und auch alles ist soweit vorbereitet, dass wir jetzt da noch die restlichen Details anbringen können. Da kommen jetzt natürlich noch diese 2x2er-Teils hin, um eben dieses Fliesensystem einzubauen. Dann kommen noch die beiden Wege, die auch gefliest sind. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt ganz gut. Da seht ihr, neben den beiden Ständen geht ihr links und rechts nochmal so ein Weg vor, der eben nicht gepflastert ist mit dem Kopfsteinpflaster. Da kommen auch noch die Fliesen hin. Kopfsteinpflaster selber etc. mache ich heute nicht mehr fertig, denn was ihr hier an Kopfsteinpflaster seht, ist das Restliche an Elementen, die ich noch da hatte, an diesen ganzen Steinen, die ich dafür brauche. Denn tatsächlich sind die 1000 Stück inzwischen weg. Ich habe nochmal nachgeordert, ich glaube 500 Stück. Die sollten übermorgen vielleicht da sein. Und dann kann ich hier langsam weitermachen mit dem Thema Marktplatz, auch vielleicht die nächsten 1, 2 Buden hinstellen etc. Aber auch hier der Taxistand macht natürlich schon mal einen riesen Unterschied, denn das ist auch ein großes Stück, das hier natürlich jetzt auch vor allem den Boden bedeckt oder auch das Gesamtwerk langsam voranbringt. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehe, ein bisschen runter, dann sieht man die Bauplatten nicht, sondern seht ihr langsam, wie sich alles zusammenfügt. Wie gesagt, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, damit wir unser Endergebnis für heute auch bald sehen.
Und wie ihr sehen könnt, ist es dunkel oder zumindest dunkler hier geworden, so dass das Licht der Brickworld jetzt hier in den Räumen richtig strahlen kann. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, damit wir jetzt auch mal langsam sehen, was sich am Taxistand jetzt noch getan hat. Und dann seht ihr, hier ist der Taxistand jetzt richtig eingebaut. Die Taxen stehen. Ich habe jetzt hier auch die ganzen den Gehweg noch fertig gebaut. Ich habe hier noch ein paar Pfosten reingebaut, einen Mülleimer, neue Figuren sind dazugekommen. Das hier sind übrigens rein der Story nach 2 Taxifahrer, die hier gerade sich unterhalten und einen kleinen Snack zu sich nehmen. Hier ist noch ein Junge dazugekommen und der hier ist nicht neu, der stand vorher vorne, ist über die Straße gegangen, da ist aber jetzt die Dame mit ihrem Fahrrad, weil die Dame mit dem Fahrrad ja vorher da war, wo jetzt das Taxi steht. Deshalb sind wir heute neue Figuren dazugekommen, inklusive des Fahrers von dem Taxi hier vorne sind 4 neue Figuren hinzugekommen, blende ich bestimmt auch gleich wieder unten ein. Ich glaube, wir sind diesmal noch nicht bei den 400, aber ich denke, nächste Episode knacken wir die 400 Einwohner. Ja, auf jeden Fall, schaut's euch an. Mir gefällt's auf jeden Fall und ich denke, dass wir wahrscheinlich schon in der nächsten Episode, denn ich bin sehr zuversichtlich, dass die Steine, die ich brauche, ankommen, hier diese Lücke schließen können. Meine Idee ist, dass wir hier, dazu gerne in die Kommentare was schreiben, hier würde ich gerne noch einen Baum reinsetzen, um ein bisschen was Grünes reinzukriegen. Hier vielleicht noch einen kleinen Stand, der vielleicht ja so eine Art wie das hier ist, also kein fester Stand. Und vielleicht noch 1, 2 Tische, Bänke, irgend sowas, so Stehtische vielleicht. Und hier drüben vielleicht noch eine festere Bude, die auch hier nochmal das Gleis von dem eigentlichen Marktplatz abtrennt. Dazu gerne in die Kommentare alles, was ihr denkt. Und auch hier drüben werden wir dann in absehbarer Zeit natürlich das hier abschließen, hier Kopfsteinpflaster bearbeiten etc. Und da hinten wahrscheinlich, was häufigste war, was in den Kommentaren kam, dass wir irgendwas mit Fahrrädern machen. Also werden wir da wahrscheinlich nochmal einen Abstellplatz in Anführungsstrichen für Fahrräder hinstellen. Wird auch dann den Blick nicht so sehr nehmen von dem eigentlichen Bahnhofsgebäude. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und die kam relativ oft von euch. Aber was man jetzt nochmal in der Totalen sieht, ist, dass sich das jetzt hier sehr, sehr schön schließt. Was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ist, dass ich jetzt endlich mal hier vorne das da abschließe, damit das Problem hier gelöst ist. Dann ist nämlich das hier vorne auch soweit fertig. Und dann können wir jetzt mal hier runterschauen. Dann seht ihr jetzt mal, wie es hier aussieht, wenn wir Richtung Bahnhof schauen. Ich muss sagen, das macht sich doch jetzt langsam sehr, sehr schön. Und das wäre es dann eigentlich, glaube ich, auch schon für heute, in Anführungsstrichen schon, denn es hat auch wieder einiges an Zeit und Steinen gekostet. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Steine allein hier drin stecken, nämlich einige 100, nur im Bodenbelag. Was ich auch in absehbarer Zeit machen werde, ist, dass ich hier noch einen Geldtransporter hinstellen werde. Kam auch oft als Idee. Und dort hinten machen wir auch demnächst noch unseren Einsatz fertig mit dem Blaulicht in dem Krankenwagen. Und dann können wir langsam dazu übergehen, diesen Bereich noch des Marktplatzes zu machen. Auf jeden Fall kommt da noch eine Statue hin, ob mit oder ohne Brunnen, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Und natürlich noch ein paar weitere Buden. Und dann sind wir, wenn wir den Marktplatz fertig haben, haben wir hier schon einen riesengroßen Schritt im Thema Lücken schließen. Aber ich will gar nicht mehr weiter reden. Das war's für heute hier aus der Brickworld. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für alle eure Kommentare, vielen Dank für all die Abos natürlich und all die Views etc., denn das ganze Projekt scheint jetzt richtig durchzustarten. Wir haben jetzt tatsächlich ungefähr 530 Abonnenten, glaube ich, in 28 Tagen gewonnen, also wirklich krass. Ebenso auch bei Instagram, ansonsten will ich eigentlich gar nicht mehr reden und ich rede immer noch weiter. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss.